Herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure mit POI-Base synchronisierten POIs ganz einfach auf euer MMI Touch als MyAudi Sonderziele übertragen könnt. Dazu habt ihr die Möglichkeit, auf unserer Website www.poibase.com aus über 100 Kategorien entsprechende POIs auszuwählen und euer Navigationssystem individuell aufzuwerten. Für die Installation benötigen wir einfach nur ein Speichermedium. Es kann ein USB-Stick oder auch eine SD-Karte sein. Allerdings muss das Speichermedium im Format FAT32 formatiert sein, damit die Installation auch reibungslos verläuft. Zur Installation habe ich unsere Speicherkarte schon mal in den Kartenleser gesteckt. Und jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir die Menütaste auf unserem Navigationssystem drücken. Jetzt wählen wir als nächstes den Unterpunkt Audi Connect und bestätigen. Als nächstes wählen wir den Unterpunkt Software Update und bestätigen. Wir bestätigen ein weiteres Mal und wählen das entsprechende Speichermedium aus. In unserem Fall die SD-Karte 1, die auch weiß hinterlegt ist. Wir bestätigen wieder. Jetzt wurde eine Datei gefunden und wir wählen diese aus mit Update starten. Da das Navigationssystem relativ zügig arbeitet, dauert normalerweise der Import auch überhaupt nicht lang. Damit sind die POIs bereits importiert und wir bestätigen mit OK. Als nächstes, um die MyAudi Sonderziele auf der Karte sichtbar zu machen sowie die Warntöne zu aktivieren, gehen wir direkt auf die Karte. Wir nutzen dazu einfach die Back- bzw. Zurück-Taste. Jetzt wählen wir den Unterpunkt Karte. In dieser Ansicht schieben wir den Drehregler einmal nach rechts, wählen direkt den ersten Unterpunkt Karteneinstellungen aus, scrollen jetzt nach unten auf den Unterpunkt Karteninhalt MMI. Jetzt haben wir die Möglichkeit, alle Sonderziele mit einmal auszuwählen. Der Haken ist also bereits gesetzt. In diesem Fall werden alle MyAudi Sonderziele sowohl die Ziele, die auch direkt von Audi schon im Navigationssystem gespeichert sind, ausgewählt. Schauen wir dazu einfach mal in den Unterpunkt MyAudi Sonderziele. Und hier sehen wir schon, dass alle von uns ausgewählten Sonderziele bereits angewählt sind. Diese könnt ihr jetzt auch ganz individuell abwählen, je nachdem, was ihr auf der Karte angezeigt haben möchtet. Wir gehen jetzt ganz nach unten. Hier haben wir 5 grau hinterlegte Dateien. Diese sind dann nachher wichtig für die Tonausgabe und diese wählen wir jetzt ab. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir auf die Back-Taste, drücken ein weiteres Mal die Zurück-Taste. Jetzt haben wir die Möglichkeit, falls ihr auch mit dem Virtual Cockpit arbeitet und genau die gleiche Anzeige auch im Virtual Cockpit haben möchtet, dass wir auf den Unterpunkt Karteninhalt Kombi gehen, wieder auf MyAudi Sonderziele und im Prinzip das gleiche noch einmal machen, indem wir die letzten grau hinterlegten 5 Dateien einfach abwählen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder auf Zurück, ein weiteres Mal auf Zurück und jetzt sind wir in diesem Optionsmenü, gehen ein weiteres Mal zurück. Jetzt wählen wir den Unterpunkt Navigationseinstellungen. Jetzt scrollen wir auf den Punkt Annäherungshinweis. Hier bekommen wir jetzt schon eine Anzeige, dass sich ein mobiler Blitzer in der Nähe befindet. Jetzt wollen wir aber auch den Hinweiston ausgeben. Gehen daher auf den zweiten Unterpunkt und wählen diesen an. Als nächstes gehen wir auf den dritten Unterpunkt MyAudi Sonderziele
und wählen jetzt ganz unten diese 5 grau hinterlegten Dateien an. Das ist jetzt schon geschehen. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen wir diese an. Hintergrund ist, dass alle mobilen und auch stationären Blitzer, die wir ausgewählt haben, jetzt in Kategorien zusammengefasst sind. Das heißt, alle mobilen Blitzer sind in einer Kategorie, alle stationären Blitzer sind in einer Kategorie. Hintergrund ist, damit das Navigationssystem mit maximal 10 Kategorien arbeiten kann, um einen Hinweiston auszugeben. Somit habt ihr die Möglichkeit, noch andere POIs anzuwählen, die entsprechend dann auch einen Hinweiston ausgeben. Schauen wir jetzt einfach mal auf die Karte. Dazu gehen wir einfach zurück, ein weiteres Mal zurück. Noch einmal zurück und sind jetzt auf der Karte. Wie sieht das jetzt aus? Hier sehen wir zum Beispiel schon rechts, da haben wir einen 50er Blitzer. Da werden uns jetzt auch schon einige Informationen angezeigt. F50 für Blitzer fest, 50 km/h, auch mit der Straße. Wir sehen jetzt auch ganz rechts einen mobilen 50er Blitzer. Das kennen wir daran, dass der Rand mit einer rot-weiß gestrichelten Linie gezeichnet ist. Dann können wir uns noch ein anderes ganz interessantes Detail anschauen. Das sind die Tankstellen. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Tankstellen ausgewählt, die uns zum Beispiel auch die Preise anzeigen. Hier können wir einfach mal draufklicken. Hier sehen wir jetzt, dass es sich um eine Aral-Tankstelle handelt. Der Dieselpreis 1,22,9. Die Preisinformationen stammen von der Markttransparenzstelle und müssen regelmäßig über das Speichermedium aktualisiert werden. Entsprechend weitere Informationen gibt es dann auch für Campingplätze, Freizeitziele und dergleichen. Jetzt schauen wir uns noch an, wie wir unsere MyAudi-Sonderziele wieder von unserem MMI Touch löschen können. Dazu bewegen wir den Drehregler einfach einmal nach rechts, scrollen auf den Unterpunkt Navigationseinstellungen, dann wählen wir den letzten Punkt an, MyAudi-Sonderziele löschen und bestätigen. Bestätigen auf Löschen. Anschließend sind alle Sonderziele vom Gerät entfernt.